thank you for inviting me, and welcome to everyone who's come to attend. I hope you find what I have to say interesting. And also, I've never spoken with a translator before, so it will disrupt my speaking style, but I hope you've managed to understand. Can I start? I think the best place to start is with a decision of the Bundestag in May this year, which declared that BDS was anti-Semitic. Als Anfangspunkt wäre am besten der Punkt, dass der Deutsche Bundestag dieses Jahr erklärt hat, dass die BDS-Bewegung antisemitisch ist, als antisemitisch einzuschätzen ist, hier in Deutschland. You would therefore expect that AfD, Alternative for Germany, if in fact BDS was anti-Semitic, that it would have voted against the resolution, since AfD has many neo-Nazis, it's a racist party, it has anti-Semitism, it's Semites in it. But AfD, Alternative for Germany, not only is a stronger supporter for the idea that BDS is illegal, it is anti-Semitic, but it wanted to make BDS illegal, a crime. Also eigentlich hätte man ja dann davon ausgehen müssen, dass die AfD gegen diesen Antrag stimmt, dass die BDS-Bewegung antisemitisch sei, weil sie ja angeblich gegen Israel eingestellt ist. Aber ganz im Gegenteil, gerade die AfD hat ganz entschieden dafür gestimmt. The reality, of course, today, indeed it always has been, is that Zionism has no problem with anti-Semitism. Weil nämlich tatsächlich eigentlich heute, so wie es ist, der Zionismus überhaupt kein Problem hat mit dem Antisemitismus. Who are the best friends of Israel today? Ja, wer sind die besten Freunde Israels heute? Number one is Viktor Orban, the Prime Minister of Hungary. Erstens Viktor Orban, der Premierminister von Ungarn. He described Admiral Horthy, you know, the Nazi, pro-Nazi leader of wartime Hungary, a dedicated anti-Semite, who presided over the deportation of 500,000 Jews to Auschwitz as, quote, an exceptional statesman. Ja. Also hat den damaligen Admiral in Ungarn, der dafür zuständig war, dass etliche Juden aus Ungarn nach Auschwitz deportiert wurden, als einen erstklassigen Staatsmann bezeichnet. Viktor Orban. But Viktor Orban, who waged an election campaign earlier this year, an anti-Semitic campaign against George Soros, is the best friend of Benjamin Netanyahu. Ja, und Viktor Orban, der also eine Antisemitismus-Kampagne gegen George Soros Anfang des Jahres gestartet hat, auch im Zuge seiner Wahlkampagne, ist der beste Freund von Benjamin Netanyahu. And who else is a good friend of Israel? Und wo finden sich noch weitere gute Freunde von Israel? The president of Philippines, Duterte, who described his campaign against people who are drug users as another Holocaust. He is an admirer of Hitler. Ja, der But Präsident, he visits Israel this year. Der Präsident der Philippinen, Duterte, der also Drogengebraucher als, ja. And of course we should not forget... Oh, sorry. Also der ganz hart gegen Drogengebrauch vorgegangen ist und Hitler quasi für den Holocaust bewundert. And of course we should not forget Donald Trump. Und Donald Trump darf man auch nicht vergessen. Who tells American Jews that Israel is your country. Der erzählt den amerikanischen Juden, dass Israel ihr Land sei. Or, for example, Richard Spencer. You may not have heard of him, but he is the founder of the alt-right in the United States, who describes himself as a white Zionist. Und auch Richard Spencer, der Gründer der Alt-Right-Bewegung in den USA, ist auch ein weißer Zionist. The reality is, as I said, that Zionism has never opposed anti-Semitism because it has always accepted anti-Semitism.
Also in der Realität ist es so, dass der Zionismus sich nie gegen den Antisemitismus gewehrt hat, weil er ihn akzeptiert. And I am now Zionism was a political reaction amongst Jews to anti-Semitism. Am Anfang war der Zionismus eine politische Reaktion der Juden auf den Antisemitismus. In fact, the first Zionists were not Jewish, they were Christian fundamentalists. Die ersten Zionisten waren keine Juden, das waren christliche Fundamentalisten. Napoleon III, Ernest Lacheran, Lord Shaftesbury, Lord Palmerston, many British imperialists, Christians wanted the Jews to establish a Jewish state. Napoleon III. Und viele andere europäische Staatsmänner wollten die Juden in ihren eigenen Staat schicken und quasi aus ihren Ländern damit loswerden. And up till the Second World War, the majority of Jews opposed Zionism. Und bis zum Zweiten Weltkrieg war die Mehrzahl der Juden gegen den Zionismus. For example, the country with the most Jews in Europe was Poland. It had 3.3 million. In 1938, there were the last free elections in Poland, which the Bund won. In Warsaw, for example, out of 20 Jewish council seats, the Bund, which was an anti-Zionist Jewish socialist group, won 17. The Zionists won 1. And this was repeated throughout Poland. Also in Polen gab es die meisten Juden, 3,3 Millionen, und es gab da auch tatsächlich einen Bund, und als dort Wahlen durchgeführt wurden in 4 verschiedenen, wo dieser Bund an Zionisten in 4 verschiedenen Orten aufgetreten ist, hat er nur an einer Stelle, an einem Ort Stimmen für sich gewinnen können. Zionism was a reaction, primarily, it started as a reaction to the pogroms in Tsarist Russia from 1881 onwards. Also der Zionismus war erstmal eine Reaktion auf die Pogrome, die stattgefunden haben ab 1880 in Polen und Russland. But it was a unique reaction, because it was a reaction which accepted that the anti-Semites were right, that the Jews did not belong where they lived. The problem was that the Jews did not have their own state. Ja, aber diese Reaktion auf diese Pogrome, die war einzigartig darin, dass sie quasi den Antisemitismus insofern akzeptiert hat, dass sie dessen Überzeugung, dass die Juden nicht dorthin gehörten, in den Ländern, in denen sie lebten, ja, zugestimmt haben und das auch übernommen haben. And the result is that the Zionists and the anti-Semites often agreed with each other. Und deshalb stimmen auch Antisemiten und Zionisten oft überein, weil beide dasselbe Ziel verfolgen, nämlich dass alle Juden in einem gemeinsamen Land leben und nicht in aller Welt verstreut sind. For example, if I give you, and this is just one example, the founder of Zionism, political Zionism, was a man called Theodor Herzl. I don't know whether any of you have heard of him. Yes. He was a Viennese journalist who reported in Paris. I could spend an hour just on Herzl. Also der Gründer des Zionismus zum Beispiel, einer des politischen Zionismus, das vielleicht haben Sie schon von ihm gehört, war Theodor Herzl, der war ein Journalist und tätig in Paris, über den könnte ich lang erzählen. Herzl wrote a pamphlet. It was called the Judenstaat. Also Herzl hat ein Pamphlet verfasst. The Jewish state. Das hieß der Judenstaat, der jüdische Staat. It was published in 1894, 1895. Und das wurde 1894, 95 veröffentlicht. Does anyone remember or know what happened in 1894? Kann sich einer von Ihnen daran erinnern, was What passiert? famous event in Paris? Welche berühmte Ereignisse sich zugetragen haben in Paris? Dreyfus. Yes, Dreyfus. Ja, die Affäre Dreyfus. Yes, Dreyfus. The Jewish captain who was accused of writing a letter to you Germans
promising to betray France and give you all his secrets. Ja, ein jüdischer Militärangehöriger, der der Spionage für Deutschland bezichtigt wurde und angeblich einen Brief an die Deutschen geschrieben haben soll. And in the Judenstaat, the Jewish state, there is not one reference to Dreyfus in the entire pamphlet. Und in diesem ganzen Buch, der jüdische Staat, da befindet sich kein einziger Hinweis, da wird diese Affäre Dreyfus mit keinem Wort erwähnt. Indeed, there is only passing references to Dreyfus in Herzl's 4 volumes diaries. They are 1,600 pages, and I've read every page. Just passing references, nothing substantive about Dreyfus. Also nur in den Tagebüchern von Herzl, 4 Bände, 1600 Seiten, er hat sie alle gelesen, da wurde die Affäre Dreyfus so nebenbei erwähnt, also gar nicht direkt angesprochen. And in fact, in his diaries, Herzl describes what happened, how he felt in Paris, and he said, and I quote, "In Paris I achieved a freer attitude to anti-Semitism, which I now began to understand historically and to pardon, to forgive. Above all, I recognized the emptiness and futility of trying to combat anti-Semitism." Und was Herzl in seinen Tagebüchern tatsächlich aufgezeichnet hat über diese Zeit in Paris ist, und das ist jetzt ein Zitat, in Paris erreichte ich eine entspanntere Haltung gegenüber dem Antisemitismus, die ich nun historisch zu verstehen und auch zu verzeihen begann. Vor allem erkannte ich die Leere und Sinnlosigkeit des Versuchs, den Antisemitismus zu bekämpfen. And another early Zionist, even earlier than Herzl, was Leo Pinsker, and he described the Zionist attitude to anti-Semitism, which he called Judeophobia, the fear of, he was a doctor, the fear of Jews. Und ein anderer früher Zionist, das war Leo Pinsker, und er beschrieb das als genau, Judeophobia. Und er beschrieb Antisemitismus als quasi Angst vor Juden, Judenphobie. He was a doctor. Und er war ein Arzt, also Mediziner. And he said, als Phobie bezeichnet. He said, Judeophobia is a mental disease. And as a mental disease, it is hereditary. Because that was in those days, they believed it was hereditary, everything. And having been inherited for 2,000 years, it is incurable. Ja, und er sagte, dass, wie er das bezeichnet hat, die Judenphobie, eine Geisteskrankheit sei und als Geisteskrankheit eben auch erblich, weil man damals sowieso glaubte, dass sowas alles erblich sei. Und da sie jetzt nun schon seit über 2000 Jahren vererbt werden würde, von Generation zu Generation, wäre sie dann auch dann unheilbar. Das waren Worte von diesem Pinzer. He wrote this in a book, a pamphlet called Auto-Emancipation, of how we emancipate ourselves. Und das hat er in einem Buch beschrieben, das betitelt war mit Auto-Emanzipation, wie wir uns selbst emanzipieren können. In 1882. 1882. After the pogroms. Nach dem Pogrom. Now, if anti-Semitism is a disease and it is incurable, there's no point in trying to cure it, is there? Also wenn der Antisemitismus eine Krankheit ist, die man nicht heilen kann, dann hat es auch keinen Sinn, da einen Versuch zu starten, das heilen zu wollen. If you have a patient who has an incurable disease, you make them as comfortable as possible, but you don't try remedies on them which will cause them pain and discomfort. There's no point. Why? Also wenn man jetzt einen Patienten hat, der eine Krankheit hat, die man nicht heilen kann, dann versucht man ihm das Leben so sehr zu erleichtern wie möglich, aber man wird jetzt keine Maßnahmen ergreifen, die ihm noch irgendwelche Lasten auferlegen. Wozu? Das hat ja keinen Sinn. And this was the attitude of Zionism towards anti-Semitism. Anti-Semitism was a disease. It was incurable. It had been inherited for 2,000 years. There was no point in fighting it. In Herzl's words, it was an emptiness and futility of trying to. You could not fight anti-Semitism. Und das war auch genau die Haltung der Zionisten gegenüber dem Antisemitismus. Das ist eine unheilbare Krankheit, die es schon seit 2000 Jahren gibt.
Und man kann das nicht heilen, man muss schon halt umgehen und Herzl hat das für sich halt, ja, als Leere und Sinnlosigkeit, den Versuch, das heilen zu wollen, bezeichnet. And so Zionism really started from that point, that you could not fight it. And if you could not fight it, then you had an interest in common with anti-Semitism. Because the anti-Semites wanted the Jews to leave Europe. And the Zionists also wanted the Jews to leave Europe. Und das war dann quasi der Anfangspunkt für den Zionismus, den Antisemitismus so zu betrachten als etwas, was man sowieso nicht ändern kann. Und dann halt zu sehen, wie man damit zurechtkommt und die Gemeinsamkeiten zu finden. Und die Gemeinsamkeiten zwischen Zionismus und Antisemitismus liegen eben darin, dass beide wollen, dass die Juden in einem Land weit entfernt gesammelt liegen. If you do not believe me, then I suggest that you get on Amazon a copy of The Jewish State by Herzl. Und falls Sie nicht glauben, dann können Sie gerne bei Amazon sich einen Band, Der jüdische Staat von Herzl, besorgen und es nachlesen. Das ist alles dargelegt. He says, for example, I have already mentioned that honest anti-Semites, presumably some are dishonest, while preserving their independence, will combine with our officials in controlling the transfer of our estates. Yep. I'll give you this if you want. That might make it easier for you. Ja, und also Herzl hat auch gesagt, ich habe auch schon erwähnt, dass aufrichtige Antisemiten zwar ihre Unabhängigkeit auch bewahren, aber gleichzeitig mit unseren offiziellen Vertretern zusammen den Transfer unserer Eigentümer kontrollieren. Das hat so stattgefunden in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Ja, da gab es so Vereinbarungen zwischen Zionisten und zwischen den Nazis, dass unter bestimmten Umständen man da Geld drüber transferiert und für das Geld konnten diejenigen, die das dann eingezahlt haben, dann nach Israel ausreisen und so weiter. Aber das ist jetzt hier nicht erwähnt, das sage ich jetzt nur zu erklären. Ja. So there was this coincidence of interest. For example, Herzl travelled throughout Europe meeting leaders and royal persons and so on. For example, he met the Grand Duke of Baden. It was then an independent state within the overall Germany. Also um seine Interessen zu vertreten und auch weitere Verbündete zu finden, ist Herzl durch ganz Europa gereist, auch durch die Königshäuser und zu den ganzen Staatsoberhäuptern und ist unter anderem dabei auch den Großherzog von Baden getroffen. And he said to the Grand Duke, will you support Zionism? And the Grand Duke said, yes, of course I support Zionism, but my one problem is that if I support you openly, people will accuse me of anti-Semitism. Und er hat diesen Großherzog gefragt, ob er das unterstützen würde, das Anliegen der Zionisten. Und dieser hat da geantwortet, ja klar, das unterstütze ich, finde das prima. Und das Problem ist nur, wenn ich das öffentlich tue, dann wird man mich des Antisemitismus bezichtigen. Zionism was seen as a form of Jewish anti-Semitism. Also der Zionismus wurde damals als eine Form des jüdischen Antisemitismus betrachtet. For example, when Hitler came to power in Germany, only 3% of the German Jews were Zionists. The vast majority were not Zionists. Als zum Beispiel Hitler in Deutschland an die Macht kam, waren nur 3% der deutschen Juden Zionisten. Alle anderen waren dagegen, gegen den Zionismus. The reason was quite simple. The whole ideology of the Zionists was that the Jews were a separate nation. They were not part of the German nation. Something that the Nuremberg laws in 1935 legislated for. Jews were a separate nation. They were not Germans. They were Jewish. Und der Grund dafür war auch, dass halt die Zionisten das so betrachtet haben, dass die Juden nicht also eine eigene Nation seien und nicht zu Deutschland gehören, so wie das auch in den Nürnberger Gesetzen festgeschrieben wurde. In the words of Lucian Wolff, who was a leader of the British Jewish Board of Deputies, Lucian Wolff. Ja, in den Worten von Lucian Wolff. Yeah. He said, I have spent most of my life combating these very doctrines
when presented to me in the form of anti-Semitism, and I can only regard them as more dangerous when they come to me in the guise of Zionism. They are the capitulation to our enemies. Lucien Wolf ist der Sekretär gewesen des gemeinsamen Auswärtigen Ausschusses des Abgeordnetenrats. Und er hat geschrieben, ich habe den größten Teil meines Lebens damit verbracht, diese Lehren zu bekämpfen, wenn sie mir in Form von Antisemitismus präsentiert werden. Und ich kann sie nur als die gefährlichsten ansehen, wenn sie unter dem Deckmantel des Zionismus zu mir kommen. Sie stellen eine Kapitulation vor unseren Feinden dar. So when today people accuse you of anti-Semitism for supporting the Palestinians or opposing Zionism, you have to remember that historically the main opposition to Zionism came from Jews. Also wenn man heutzutage quasi deshalb als Antisemit beschimpft wird, weil man sich gegen die Vorgehensweisen des Staates Israel verwehrt oder sonst irgendwas, dann muss man im Gedächtnis behalten, dass ursprünglich die meisten Zionisten keine Juden waren. You have heard, have you, of the Balfour Declaration? Haben Sie von der Balfour? Yes. Well, it was approved by the cabinet, the war cabinet of Lloyd George, who was the British Prime Minister. The only member of the Lloyd George cabinet to oppose it was its only Jewish member, Sir Edwin Montagu, who accused the rest of them of anti-Semitism. Ja, und also bei Verabschiedung dieser Balfour-Erklärung, die ja von Israel als die Heimstätte für das jüdische Volk beschlossen hat, als das abgestimmt wurde im britischen Kabinett, da war einzig allein Montagu dagegen, das war das einzige jüdische Mitglied des Kabinetts. Yeah. And I'll quote to you, it's from an article in the London Jewish Chronicle by A.B. Yehoshua, who is an Israeli poet and novelist. And I'll give it to you to quote so you need to remember it. He said, anti-Zionism is not the product of the non-Jews. On the contrary, the Gentiles as non-Jews, have always encouraged the Zionism, hoping it would help to rid them of the Jews in their midst. Even today, in a perverse way, a real anti-Semite must also be a Zionist. Und der israelische Poet und Schriftsteller Yehoshua hat gesagt, der Antizionismus ist nicht das Produkt von Nichtjuden. Im Gegenteil, also die Nichtjuden haben den Zionismus eher immer befördert und gehofft, dass sie dadurch die Juden loswerden würden, die in ihren Ländern gelebt haben. Und auch heutzutage ist es eine seltsame Art, also dass ein wirklicher Antisemit eigentlich auch ein Zionist sein muss, weil eben genau dieselben Ziele da verfolgt werden. Vom Antisemitismus und vom Zionismus, nämlich die Juden quasi loszuwerden oder an einer Stelle in einem Land zusammen die einen und die anderen aus ihren Ländern sie loszuwerden. You will also be told about the Jewish return to Palestine, which is a Christian, not a Jewish idea, incidentally. Und dann haben Sie sicherlich auch schon alle von der jüdischen Rückkehr nach Palästina gehört. Das ist eigentlich eine christliche Idee und keine jüdische. Between 1850, the middle of the 19th century, and 1914, 2.5 million Jews left Russia because of the pogroms, the poverty and so on. Also zwischen 1850 und 1914 ungefähr haben 2,5 Millionen Juden Russland verlassen wegen der Pogrome, die dort stattgefunden haben. Barely more than 1% went to Palestine. Und weniger als 1% von diesen Juden, die da geflüchtet sind, sind nach Palästina gegangen. There was nothing stopping them. There were no immigration controls. There were no borders. It was part of the Ottoman Empire. But most Jews didn't even think about going to Palestine. Also es gab da keine Grenzkontrollen oder Gründe oder irgendwas. Die meisten sind einfach nicht dorthin gegangen, wollten lieber woanders leben. I don't want to speak for too long, but since we're in Germany, I want to say a little about the Zionist relationship and attitude to the Nazis. Und ja, da wir uns hier in Deutschland befinden, möchte ich gerne auch was über die Herangehensweise der Zionisten gegenüber den Nazis erklären.
It is a controversial topic. Das ist ein kontroverses Thema. What was the Zionist attitude to the Nazis? Also wie standen die Zionisten den Nazis gegenüber? The Zionist Congress was held in Prague in September 1933. 1933, August, September, wurde der Zionistische Kongress in Prag abgehalten. There was no condemnation of the Nazis at that conference. Und auf dieser Konferenz wurden die Nazis in keiner Weise verurteilt. Because Zionism did not condemn antisemitism, it was futile. Weil ja, der Zionismus ja den Antisemitismus nicht verurteilt hat. Das war ja in deren Augen sinnlos. On the contrary, the Zionist leaders, and I differentiate between the leaders and ordinary Zionists. Im Gegenteil, also die zionistischen Führer, und hier unterscheidet er ganz klar zwischen der Führungsschicht und den ganz normalen Zionisten. Burl Katzenelson, who was the deputy to David Ben-Gurion, a founder of Mapai, the editor of Davar, the paper of Histadrut, said about the rise of Hitler, it was an opportunity to build and flourish like none we have ever had or ever will have. Von denen zum Beispiel einer, Bernd Katzelson, erklärt hat, dass der Aufstieg Hitler eine Gelegenheit wäre, dass der Zionismus aufgebaut und florieren könnte wie nie zuvor. Das ist eine einmalige Gelegenheit sein. There is a new book by Tom Segev, who is a very established Israeli historian. He has produced a biography of David Ben-Gurion. Have you heard of David Ben-Gurion? Yes. He was the first Prime Minister of Israel. He was chairman of the Jewish Agency. He was a key figure in the establishment of the Jewish state, over and above anyone else. Und es gibt jetzt ein neues Buch von Tom Segev, und das ist eine Biografie von David Ben-Gurion, dem ersten Staatspräsidenten Israels, haben wir schon gehört. Er war quasi die Führungsfigur des Zionismus, und ja. He said the Nazis' victory would become a fertile force for Zionism. Also der Sieg der Nazis würde quasi den Zionismus befruchten. Genau. Also er hat da wirklich ein positives Signal gesehen. I mean, you've heard of, say, Ben-Gurion. His official biographer was a man called Shabtai Teveth. And I have the chapter from his biography which deals with the Holocaust. Und der offizielle Biograf von Ben-Gurion war Shabtai on the Holocaust. Okay, über den Holocaust, ja. The chapter is called Disaster Means Strength. The disaster being the Holocaust. Genau, das ist ein Auszug aus dieser Biografie und über Ben-Gurion, und dieser Auszug, dieses Kapitel handelt von dem Holocaust, und das ist übertitelt, Desaster bedeutet Stärke, also Katastrophe bedeutet Stärke, das heißt, daran wächst quasi der Zionismus dann wieder. Shabtai Teveth was not just a biographer, he was the official biographer chosen by Ben-Gurion's own family. Und Shabtai Teveth war nicht nur irgendein Biograf, sondern er wurde von der Familie von David Ben-Gurion explizit ausgesucht dafür, dass er diese Biografie verfasst. I'll give you a few quotes from this chapter, but you can get it from the library, I imagine, and borrow it and read it for yourself. So nothing I say is made up. Also ich möchte jetzt hier einige Zitate anbringen aus dieser Biografie. Die können Sie auch käuflich erwerben oder auch in der Bibliothek ausleihen. Die ist überall verfügbar. And Ben-Gurion outlined exactly what the role of Zionism was during the Holocaust. Und darin hat David Ben-Gurion genau beschrieben, was die Rolle des Zionismus während des Holocaust sein sollte in seinen Augen. It said, if Zionism along the way saves a few thousand, tens of thousands or hundreds of thousands of individuals, so much the better. But in the event of a conflict of interest between saving individual Jews and the good of the Zionist enterprise,
we shall say the Zionist enterprise comes first. Also es ist ja schön, wenn durch den Zionismus Tausende, Zehntausende oder Hunderttausende Menschenleben gerettet werden können. Aber wenn es darauf ankommt, ob man jetzt einzelne Menschen rettet oder ob man das gesamte Projekt des Zionismus nach vorne bringt, dann kommt auf jeden Fall der Zionismus als erstes. And Teveth remarks, if there was a line in Ben Gurion's mind between the beneficial disaster, that beneficial means a good thing, and an all-destroying catastrophe, it must have been a very fine line. Also und falls es da einen Unterschied in Ben Gurions, das schreibt hier der Biograf, Ben Gurions Vorstellung zwischen den Vorteilen, die eine Katastrophe mit sich bringen kann, und der Zerstörungskraft von einer Katastrophe, dann ist das so eine ganz feine Linie gewesen. Was will er damit sagen? Also für David Ben Gurion war das, was an Schrecklichen durch den Holocaust passiert ist, einfach nicht so ausschlaggebend. Now, you may know that when Hitler came to power, Jews internationally and the Labour movement, the Socialist movement, launched a boycott of Nazi Germany. Also ich hatte mit der BDS-Bewegung angefangen und Ihnen ist vielleicht bekannt, dass als Hitler an die Macht kam, die Juden weltweit und auch die Labour-Parteien, die es so gibt, also sozialistische Parteien, einen Boykott gegen Deutschland ins Leben gerufen haben. You won't be surprised to know that the Zionists did not support it. Und es ist natürlich nicht überraschend, dass das von den Zionisten nicht unterstützt wurde. On the contrary, in August 1933, the Zionists reached an agreement with Hitler called Havara, the trade to transfer agreement, whereby German goods were supplied to Palestine out of the money of German Jews, and that broke the boycott. Im Gegenteil, also im Jahr 1933 gingen die Zionisten eine Vereinbarung mit den Nazis ein, Havara, die Havara genannt wird, und die war darauf begründet, dass deutsche Waren bezahlt von den Geldern deutscher Juden dann dorthin geliefert wurden. Also damit war der Boykott dann hinfällig. The boycott of Nazi Germany was causing extremely severe problems for the Hitler economy. People talked about Hitler not lasting more than a year. The exports had gone right down to every country, the United States, Britain and so on. So the Nazis were extremely worried. Also der Boykott hatte wirklich Probleme bereitet, weil auch die Exporte total runtergegangen waren. Ja, und man hat gedacht, ja, dann nach einem Jahr ist Hitler Deutschland zugrunde gerichtet, aber das hat nicht funktioniert. And that is why Hitler agreed to Havara. Und deshalb hat Hitler diesen Havara-Abkommen, diesen Transferabkommen zugestimmt. For the Zionists, it was extremely important. 60% of capital investment in Jewish Palestine between 1933 and 1939 came from Nazi Germany. Again, please. All right, 60% of capital investment in the economy of Jewish Palestine between 1933 and 1939 came from Nazi Germany. Also 50% der Investitionen in Palästina zwischen 1933 und 1939 kamen aus Nazi-Deutschland. Literally, Hitler built the Jewish state. Also Hitler hat quasi den jüdischen Staat gebaut. Mit diesem Geld ist Deutschland. Deutschland baut sie immer noch. Sorry? Germany is still building. Well, yes, it is. I mean, in a sense, the German ruling class, the German state, has transferred its guilt about the Holocaust onto the shoulders of the Palestinians. And for the Zionists, the Palestinians are the new Nazis. I mean, that is true. Ja, also Deutschland wälzt da seine Schuld am Holocaust auf die Palästinenser ab. Und ja, für die Zionisten sind die Palästinenser die neuen Nazis. And the relationship between the Zionist Federation in Germany and the Nazis was a close one. Of course, the Nazis had power and the Zionists did not have power. So no one should equate the Zionists with the Nazis. The Zionists
collaborated with people who were much stronger than them. Also, und der Zionistenverband in Deutschland und die Nazis standen in enger Verbindung, aber man darf sie natürlich nicht gleichsetzen. Die einen waren an der Macht und die anderen hatten überhaupt keine Macht. Also die Zionisten haben sich quasi damit jemandem verbündet, der viel stärker war als sie. You have all heard of Reinhard Heydrich, I assume. Yeah, he was deputy to Himmler. He said in January 1935, a directive was issued to the Gestapo, which he commanded. The activity of the Zionist-oriented youth organisations that are engaged in the occupational restructuring of Jews for agriculture and manual trades lies in the interest of the National Socialist state leadership. They were the favourite Jews. Also von Reinhard Heydrich haben Sie ja sicher schon gehört. Und er hat geschrieben, dass die Aktivitäten der zionistisch orientierten Jugendorganisationen, die sich mit beruflicher Bildung beschäftigen, also zur Restrukturierung der beruflichen Bildung für Jugend beschäftigen, sich mehr in Richtung Landwirtschaft und Handwerk orientiert haben, um ihre Immigration nach Palästina zu befördern, die auch im Interesse des nationalistischen, des nationalsozialistischen Staates war. As I say, I started with BDS, boycott, divestment and sanctions. The boycott has a very long, can you hear me, sorry, history. It started, does anyone know where the term boycott started? Ireland. Precisely, yes. Captain Boycott, he was English land agent, and the Irish peasants boycotted him because he was driving them off of the land, in essence. Also ich hätte angefangen mit der BDS-Bewegung, Boycott, Divestment und Sanctions. Und weiß jemand, woher der Begriff Boycott stammt? Und der stammt von einem gewissen Herrn Boycott. Und ja, dessen Geschichte hat er dann kurz dargelegt. Was da passiert ist, weiß ich jetzt nicht. Probably the first boycott was the boycott of slave-grown sugar in the West Indies. Also der erste Boykott, den es wahrscheinlich gegeben hat, das war der Boykott von Zucker, der durch Sklavenanbau gewonnen worden war auf den westindischen Inseln. Das ist der Boykott hier vorne, das war der erste Boykott. I have told you, of course, about the Jewish boycott of Nazi Germany, but the other famous boycott was the boycott of apartheid South Africa. Ich habe Ihnen ja auch schon erzählt von dem Boykott gegen Deutschland, gegen Nazi-Deutschland, aber der andere große Boykott, den es gegeben hat, das war der gegen Südafrika, den Apartheidstaat Südafrika. The idea that boycott of Israel is anti-Semitic is a nonsense. Und also die Vorstellung, dass der Boykott von Israel antisemitisch sei, ist vollkommener Unfug. Boycott is the weapon of the oppressed, the powerless. It always has been and always will be. Ja, der Boykott, das ist einfach eine Waffe der Unterdrückten. Das war immer so, das wird auch immer so bleiben. Und das hat nichts mit Antisemitismus zu tun. Und wie es gerade erklärt hat, es hat auch geschichtliche Hintergründe, das wird schon seit Jahr und Tag angewendet. Israel today is an ethno-nationalist state. Ja, heutzutage ist Israel ein ethnonationalistischer Staat. In many, just as Nazi Germany, Poland, Hungary, Croatia, Romania, before in the 1930s and 1940s, was also an ethno-nationalist state. So wie das auch irgendwie Deutschland, Nazi-Deutschland oder Kroatien, Slowenien, andere Länder früher in Europa auch gewesen sind. Nationalstaaten eben. As Benjamin Netanyahu said to the actress Rutan Saleh, a famous Israeli actress, who said, well, even the Arabs are human beings, they are citizens. He said, Israel is not a state of its own citizens, it's a state of its Jewish citizens. And that is what makes it an apartheid state. Und Netanyahu sagt ja gut, die Araber mögen auch Menschen sein, aber Israel ist ein Staat nur für seine jüdischen Bürger und nicht für die arabischen Einwohner. Und das machte das Land Israel zu einem Apartheidstaat. So, for example, there are 40,000 black African refugees from Eritrea and the Sudan in Israel. Everyone agrees that Eritrea is an extremely repressive state. But Israel wants to deport all 40,000. Why? Because they're not Jewish. And even worse, they're not white. Es gibt zum Beispiel
ungefähr 40.000 eritreische und sudanesische Flüchtlinge in Israel. Und obwohl jeder weiß, dass Eritrea ein ziemlicher Unterdrückerstaat ist, möchte Israel die alle wieder deportieren nach Hause. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil sie sind nicht jüdisch und obendrein sind sie auch noch schwarz. And it's not just Netanyahu. I mean, I have a clip from Haaretz, a liberal Israeli paper. The Israeli Labour Party supports that policy. There is a consensus amongst the Zionist leaders in Israel that they do not belong because they dilute Jewish identity in the Israeli state. And ja, und das ist auch nicht nur Netanyahu. Ich habe hier einen Ausschnitt aus der Haaretz, das ist eine quasi Zeitung aus der Mitte in Israel. Und auch die Liberalen unterstützen das auch die Arbeitspartei in Israel. Das ist der Gedanke des Zionismus ist in Israel eigentlich insgesamt Standard. One of the favourite slogans of Israeli right-wing demonstrators is, and I again show you how, it's death to the Arabs. Und einer der beliebtesten Schlachtrufe der rechtsgerichteten Parteien in Israel ist ja Tod den Arabern. No one has been arrested for that. Dafür ist noch nie jemand verhaftet worden. In Poland and Germany before the war, the slogan was death to the Jews. Und in Polen und Deutschland vor dem Krieg, da hieß es Tod den Juden. So I ask you, is it anti-Semitic to compare Nazi Germany to Israel? Ist es jetzt antisemitisch, Nazi-Deutschland mit Israel zu vergleichen? Das ist jetzt die Frage, die sich hier stellt in dem Kontext. In 2014, you remember the war or the attack on Gaza, when 550 children were killed, 2,000 people were killed, thousands were injured and made homeless. In Tel Aviv, Israelis marched, here it is, again, it's in the HuffPost. There's no school in Gaza. Why? Because there are no kids left. This was a demonstration celebrating the death of children in Gaza. And that is the reality of Israel today. Israel is by far and away the most racist state in the world. Als zum Beispiel 2014 der Angriff auf den Gazastreifen stattfand, da gab es 550 tote Minderjährige und über 2000 weitere Menschen wurden getötet und etliche tausend verletzt. Und in Tel Aviv hat da gleichzeitig eine Demonstration stattgefunden, in der quasi Jubel beschrieben wurde. Es gibt wir brauchen keine Grundschulen mehr für Gaza, weil da gibt es keine Kinder mehr. Ja, und Israel ist quasi, das zeigt, dass Israel der rassistischste Staat ist, den es quasi derzeit auf der Welt gibt. In a recent opinion poll for Pew Research Center, 48% of Israelis want, or Jewish Israelis, want the deportation of Arabs living in Israel, never mind the West Bank, as opposed to 46% against. Und bei einer jüngsten Umfrage in Israel hat sich gezeigt, dass 48% der Bewohner dafür sind, dass Israel ein rein jüdischer Staat wird und alle anderen, also Araber, quasi deportiert werden. Im Verhältnis zu 60% don't want Arabs, would not allow an Arab in their home. 60% würden niemals einen Araber zu sich nach Hause einladen. And 79% don't want to live next to Arabs. Und 79% möchten nicht in der Nähe von Arabern wohnen. That, my friends, and I'll finish here, is what a Jewish state means. Und das zeigt ganz klar, was es bedeutet, jüdischer Staat. Okay, thank you. Und